Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu meiner Afterwork-Abendroutine. Das erste, was ich mache, wenn ich nach Hause komme, ist Bruno begrüßen. Da gibt es immer erstmal eine richtige Kuscheleinheit. Dafür nehme ich mir auch immer richtig viel Zeit. Und dann geht es für mich auch als allererstes ins Badezimmer. Kräftig Hände waschen. Das mache ich immer, wenn ich nach Hause komme und draußen war. Dann habe ich erstmal meine Bestellung ausgepackt. Ich bin nämlich immer viel zu neugierig, um abzuwarten. Ich habe bei Lily Silk bestellt und wie schön ist das bitte verpackt. Oh mein Gott. Ich habe euch alle Teile in der Infobox verlinkt und auch einen Code für euch. Mit Bibi12 bekommt ihr 12% auf alles. Ich habe mir ein wunderschönes Seidenkissen bestellt, denn der größte Benefit an Seide ist es, dass es weniger Feuchtigkeit aufnimmt als Baumwolle. Das heißt, Pflegeprodukte, die man am Abend aufträgt, bleiben dann auch auf der Haut und werden nicht vom Bezug aufgenommen. Außerdem wirkt es antibakteriell, hilft gegen Pickel und Hautunreinheiten und es ist schonend für die Haare. Und natürlich habe ich mir noch ein paar mehr Sachen bestellt. Unter anderem auch ein wunderschönes Oberteil in so einem richtig tollen Smaragdgrün. Wie schön sieht es bitte aus? Auf Damenbekleidung und Nachtwäsche bekommt ihr übrigens auch 25% mit meinem Code BIBI25. Und auch Haargummis habe ich mir bestellt. Ich brauchte nämlich neue und die sind einfach unnormal schön in dieser Marmoroptik. Habe ganz viele verschiedene Größen und ich trage nur noch diese Haargummis. Und zu guter Letzt noch einen BH. Das ist so ein Top, relativ dünn, fühlt sich an, als hätte man nichts an, gibt aber einen super Halt und ist halt perfekt, wenn man gerade so weiße Blusen oder so anhat. Ich liebe es. Ja, dann habe ich mir natürlich erstmal eine Jogginghose angezogen. Das ist das Erste, was ich mache, wenn ich von der Arbeit komme. Schreibt mal in die Kommentare, macht ihr das auch? Und dann habe ich natürlich erstmal die Sachen anprobiert, auch das Oberteil und das matcht einfach gerade perfekt mit meiner Handyhülle. Den Haargummi musste ich natürlich auch direkt testen. Und dann ging es für mich auch erstmal raus mit Bruno. Bruno ist meine Priorität Nummer 1. Er wird auch immer als allererstes versorgt. Und da gab es natürlich erstmal eine große Runde, die wir gegangen sind. Und dann hat er auch schon Futter bekommen. Aber nur Trockenfutter und wie man sehen kann, der Herr hat gemerkt, da fehlt was. Der kleine König mag es nämlich nicht so. Also habe ich es nochmal getoppt mit etwas Gurke und schwupps, wie man sehen kann, war er zufrieden und happy. Dann habe ich erstmal geschaut, was es für mich zum Abendessen gibt. Ich entscheide das immer ganz spontan, was ich mir zu essen mache. Hierfür habe ich mich einfach für vegane Cordon Bleus entschieden und dachte mir so, komm, mach mir einfach einen leckeren Salat. Gerade an so warmen Sommertagen liebe ich das. Und dann habe ich erstmal alles klein geschnippelt. Kochen beruhigt mich einfach immer total. Ich kann dann richtig gut runterkommen nach der Arbeit und den Kopf ausschalten. Ja, Zwiebeln dürfen bei mir auch im Salat niemals fehlen. Ich liebe Zwiebeln und natürlich Mozzarella. Während der Salat gezogen ist, bin ich erstmal ins Badezimmer. Ich mache mich dann immer vor dem Essen erstmal ready und gehe duschen. Dann habe ich das nämlich alles weg und kann ganz entspannt den Abend ausklingen lassen. Und dann kommt der beste Teil, abschminken. Ich hatte an dem Tag keinen Haarwaschtag, sonst mache ich das unter der Dusche. Aber ja, hier nehme ich das Balea-Öl. Ich liebe es. Und dann nehme ich immer noch mal alles komplett runter mit so einem Mikrofaserschwamm. Da lässt sich das Make-up super entfernen. Aber wie ihr sehen könnt, ich bekomme immer mega rote Augen vom Abschminken. Danach nehme ich immer noch mal einen Reinigungsschaum. Einfach um das Öl und den Schmutz noch mal komplett von meiner Haut zu entfernen. Und massiere das auch richtig ein. Danach habe ich mir ein Peeling drauf gemacht von Paula Joyce. Das mache ich immer so 2 bis 3 Mal in der Woche. Für die Abendroutine nehme ich mir übrigens immer sehr, sehr viel Zeit. Das ist für mich so die wichtigste Skincare-Pflege am Abend und das beruhigt mich auch immer noch mal total.
Ja, dann habe ich mir etwas Creme aufgetragen und meinen geliebten Sundance Selbstbräuner. Da gebe ich immer so 2 bis 3 Drops mit in meine Skincare und massiere das komplett ein, damit ich auch keine Flecken habe und habe dann am nächsten Tag immer so einen richtig schönen braunen Teint. Danach gab es noch mein geliebtes Retinolöl. Das ist übrigens auch aus der Drogerie. Ich liebe es. Und das habe ich dann nochmal richtig einmassiert. Da nehme ich mir auch echt, Leute, knapp 5 Minuten Zeit mit meinem Quarzstein, meinen Rosenquarzstein. Und da ist es ganz wichtig, dass ich immer von innen nach außen massiere. Das ist ganz wichtig, dass man da auch die richtige Technik anwendet, gerade wenn man etwas älter wird. Und natürlich darf der Hals und das Dekolleté auch nie fehlen. Dann habe ich dieses Öl verwendet, was ich mal in einem Video getestet habe. Ja, das gehört irgendwie jetzt zu meiner Abendroutine. Ob es was bringt, keine Ahnung. Und meinen geliebten Retinol Augen Roll-On, auch von No Make-up aus der Drogerie. Dann habe ich noch mein Wimpernserum aufgetragen. Das teste ich aber allerdings gerade erst. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Und dann war ich auch schon komplett fertig. Dann habe ich nur noch mein veganes Cordon Bleu in die Pfanne gegeben. Und in der Zwischenzeit habe ich dann mit Bruno gespielt. Ich nehme mir am Abend immer noch mal richtig Zeit oder am Tag. Also für Bruno Minimum eine halbe Stunde am Tag spielen wir richtig komplett ausgewogen und ja, power ihn richtig krass aus. Das ist ganz, ganz wichtig. Das machen wir auch wirklich jeden Tag. Und dann habe ich erst einmal was gegessen. Und es hat echt gut geschmeckt, Leute. Ich liebe die Cordon Bleus. Und ja, Salat sowieso, gerade an so heißen Sommertagen. Oftmals chill ich dann noch etwas am Handy und dann werden erstmal Kerzen angemacht. Ohne Kerzen geht bei mir gar nichts am Abend. Ja, dann mache ich mir oftmals den Fernseher an, aber gucke dann meistens immer Ewigkeiten, weil ich nicht weiß, was ich schauen soll. Netflix, Prime oder whatever. Und ja, oftmals chill ich dann doch am Handy, lies Nachrichten, TikTok, Instagram, whatever. Und dann geht's für mich auch schon ins Bett. Ja, dann wird erstmal meine Tagesdecke weggelegt, meine 10.000 Kissen gefühlt, die ich immer drauf habe. Dann habe ich mich erstmal auf dieses tolle Kissen gelegt. Oh mein Gott, das ist so schön. Ich habe geschlafen wie ein Gott. Ja, dann chill ich meistens immer noch mal am Handy. Das mache ich immer vorm Einschlafen. Sollte man nicht, aber ja, ich mache es trotzdem noch. Und dann kommt oftmals schon Bruno zu mir kuscheln. Ja, und dann wird das Licht ausgemacht und der Wecker gestellt. Bis nächsten Morgen um 5. Ja, und das war meine After-Work-Abendroutine. Ich habe euch ja schon mal gesagt, dass ich eigentlich im Homeoffice arbeite, aber immer so 1 bis 2 Tage in der Woche ins Büro fahre. Und ja, so sieht das dann natürlich aus. Und natürlich ist Bruno nicht den ganzen Tag alleine. Ich habe immer jemanden, der auf ihn aufpasst. Aber so sieht meine Abendroutine oftmals aus, wenn ich von der Arbeit komme. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich habe euch hier unten alles in der Infobox verlinkt. Also schaut da gerne auch mal vorbei, wenn ihr Bock habt. Und heute gehen natürlich auch wieder ganz, ganz liebe Grüße raus. Und zwar grüße ich heute die Alicia aus Göttingen. Ganz liebe Grüße gehen an dich. Bleib gesund. Und wenn du Bock hast, dass ich dich hier auch in einem meiner Videos grüße, dann kommentiere unter irgendein Video mit deinem Namen und deiner Stadt und dann bist du vielleicht die nächste Person, die ich hier grüßen darf. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Wenn ihr Bock habt, dass es weitere solche Routine-Videos von mir gibt oder ihr euch irgendwas Besonderes wünscht, schreibt es alles in die Kommentare. Ich bin da immer sehr, sehr dankbar über ein Feedback. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ganz bald wieder. Bleibt gesund, macht's gut. Tschüss!